Es gibt einige Hinweise auf ein Remake zu Assassin's Creed und wir klären die Frage, wann das Ganze sogar kommen könnte, also bleibt hier gerne dran. Ubisoft feiert dieses Jahr das 15-jährige Jubiläum von Assassin's Creed und sie liefern uns eine Menge Content. Unter anderem Trailer, einen Fankit mit Bildern und eine Webseite, wo wir sogar Preise gewinnen können wöchentlich. Und da haben wir auf jeden Fall überall Hinweise gefunden zu einem Remake, zu einem möglichen Remake und die besprechen wir jetzt. Der erste Hinweis, der befindet sich gleich im Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr es im Stream gesehen habt. Ich habe dazu eine Zusammenfassung gemacht, auf jeden Fall zu diesem 90-minütigen Stream. Und gleich zu Beginn sehen wir einen Trailer, wo jeder Assassine für eine kurze Sekunde mal gezeigt wurde. Jeder Teil wurde für eine kurze Sekunde mal gezeigt. Und alle Trailer sind eigentlich normal, bis auf einer. Schaut es euch mal an. Das war der neue Trailer und jetzt zeige ich euch mal den alten Trailer. Na, ist euch da was aufgefallen? Ganz genau. Sie haben den Assassin's Creed 1 Part ein wenig poliert, farblich verändert. Und warum sollten sie das machen? Na klar, man kann sagen, hey, es ist irgendwie ein wichtiges Event, wir wollen einfach das Ganze aufpolieren, aber warum dann nicht die anderen Trailer auch aufpolieren? Warum? Ja, ist jetzt nicht der größte Hinweis, aber wir haben ja noch mehr. Unter anderem im Fankit. Dort haben wir zu verschiedenen Assassin's Creed Teilen Logos, Screenshots, Artworks bekommen und bei Assassin's Creed ist mir und vielen anderen einiges aufgefallen. Und zwar sehen wir hier, dass da auf einmal ein neues Logo von Assassin's Creed ist. Und zwar ist das Wort Creed in Rot gehalten, in einer anderen Form, in einer anderen Art und Weise. Und das war vorher nicht so. Und das könnte natürlich auch nochmal ein zweiter Hinweis sein, dass Ubisoft da entweder einen Remake oder einen Remaster kreieren möchte. Jetzt würde ja eigentlich nur noch ein Hinweis auf Gameplay fehlen, das haben wir leider nicht bekommen von Assassin's Creed. Allerdings hat uns der Nutzer KTMX da geholfen und zwar hat er ein Video kreiert, wo er Assassin's Creed 1 mit Raytracing kombiniert hat und ich zeige euch mal, wie das Ganze hier aussieht. Auf jeden Fall viel schärfer von den Texturen und natürlich auch viel kraftvoller von der Farbe. Reflexionen sehe ich jetzt hier gerade nicht so direkt, außer beim Schwertkampf. Da sieht man so ein bisschen mehr Funken oder dass die Funken mehr Farbe haben, aber sonst sehe ich nicht so viel Reflexion, aber höchst interessant, so könnten wir also uns ein Remake oder ein Remaster vorstellen für Assassin's Creed, ziemlich geil. Doch so lange müssen wir wahrscheinlich gar nicht auf Gameplay warten, denn wir haben natürlich auch einen Kalender von Ubisoft bekommen. Sie haben in den nächsten 12 Wochen vor, eine Menge mit uns zu machen. Wir haben zu jeder Woche einen Assassin's Creed Teil, wo wir Aktionen auf der Webseite haben, wo es Gewinnspiele gibt, wo es Challenges gibt, Belohnungen natürlich auch, ganz klar. Und das Ganze fängt mit Assassin's Creed Valhalla an und hört dann im September mit Assassin's Creed 1 auf. Man könnte also sagen, man beendet das Ganze mit Assassin's Creed 1. Das große Finale findet im Rahmen dieser Woche statt, wo Assassin's Creed 1 im Fokus steht. Und da könnte man natürlich auch sagen, hey, man released Gameplay oder revealed, dass Assassin's Creed 1 Remake in der Mache ist. Höchst interessant auf jeden Fall. Passende Möglichkeit definitiv zum Jubiläum von Assassin's Creed. Ich meine, Assassin's Creed 1 ist der Ursprung. Damit hat alles angefangen. Und definitiv wirklich eine sehr gute Möglichkeit, das Jubiläum zu feiern. Wenn ihr übrigens auch dabei sein wollt, mein Jubiläum zu den 5000 Abonnenten hier mitzufeiern, dann würde ich euch empfehlen, meinen Kanal mit der Glocke zu abonnieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht die Feierlichkeiten in den nächsten paar Wochen. Doch unabhängig davon, wie seht ihr das mit dem Remake? Findet ihr, es ist noch zu frühzeitig, weil überhaupt noch gar nichts gepostet wurde? Oder glaubt ihr, Ubisoft hält das sehr versteckt? Ich hatte euch ja zu Beginn des Videos gesagt, dass ich über den Release vom Remake sprechen werde. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, denn Ubisoft bietet uns noch einen ganz großen Hinweis, wann da was kommen könnte. Und zwar müssen wir dazu mal den europäischen Kontinent verlassen und auf den US-Store von Ubisoft gehen. Der hat nämlich noch im Vergleich zum deutschen Store Merch im Angebot und nicht nur ein geiles Assassin's Creed Celebration Shirt, Werbung, sondern auch eine Auflistung von den verschiedenen Wochen, wie wir sie ja auch schon von der Celebration Website kennen. Der einzige Unterschied ist hier, dass wenn wir rüberhavern über die Symbole, dass wir ein Datum sehen, wann quasi das Ganze losgeht. Und hier mit Valhalla zum Beispiel geht es am 20. los. Das heißt, in 4 Tagen findet, sage ich mal, die erste Woche richtig statt. Und das Ganze können wir natürlich weiterspielen mit Syndicate am 11. Juli, mit Revelations am 15. August und so weiter. Und das große Finale ist natürlich mit Assassin's Creed. Assassin's Creed 1 steht dann im Fokus der gesamten Kampagne. Ich meine, es läuft alles darauf hinaus. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt, im Celebration Livestream wurde davon geredet, dass im September ein großes Event stattfinden wird.
Das heißt also, dieses Event, das müssen wir auch mal besprechen, das könnte dann entweder am Wochenende vom 11. September stattfinden, was ich nicht hoffe, weil das wäre das 20-jährige in Anführungsstrichen Jubiläum vom 11. September, was jetzt nicht so passend wäre, um ehrlich zu sein. Aber die Woche danach, ja, die mit dem 12. September beginnt, das wäre auf jeden Fall eine passende Woche, wo man das Ganze groß an die Glocke hängen könnte und ein Reveal von Assassin's Creed zeigen könnte, Gameplay zeigen könnte oder sogar das Spiel herausbringen könnte. Doch sind wir mal ehrlich, ein Release von Assassin's Creed 1 Remake in diesem September ist sehr unwahrscheinlich. Ein Reveal dahingegen ist auf jeden Fall realistisch. Doch wann wäre dann ein realistischer Release-Zeitpunkt für dieses Spiel? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir bekommen ein Remastered anstatt ein Remake. Warum ich das glaube? Naja, Assassin's Creed ist in diesem Jahr im starken Fokus. Der Herbst wird sehr wichtig. Die Fans wollen schon seit Ewigkeiten eine aufpolierte Version von Assassin's Creed 1. Warum dann also nicht eine aufpolierte Version in diesem Herbst raushauen? Definitiv. Wäre das mit einem Remake machbar? Ich glaube nicht. Die Entwicklungszeit von einem Remake ist sicherlich länger als die von einem Remastered. Außerdem haben wir seit Ewigkeiten nichts gehört von einem Assassin's Creed Remastered oder Remake. Bisher immer nur kleinere, sehr vage Leaks. Außerdem wäre das der perfekte Happen für vielleicht 20, 30 Euro, um die Assassin's Creed Gemeinde auf den nächsten Release vorzubereiten, nämlich Assassin's Creed Rift. Dieser Teil soll ja laut den Leaks im Frühjahr 2023 kommen und was wäre denn besser, als vorab schon mal sich mit Assassin's Creed 1 warm zu laufen. Das könnte also so ablaufen, dass wir im September im Celebration Event den Reveal von Assassin's Creed Rift sehen, aber auch zeitgleich den Reveal von Assassin's Creed Remastered sehen. Wir werden dann vielleicht in den folgenden Wochen von diesem Event und im Oktober und November immer mehr sehen von Rift, Trailer, Gameplays sogar und werden dann richtig gehypt sein auf Assassin's Creed Rift oder zumindest kriegen wir wieder Bock auf Assassin's Creed. Und was gibt es denn Geileres, als dann mit dem ersten Teil in aufpolierter Variante wieder anzufangen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ubisoft uns dann anbietet, hey, wenn wir Assassin's Creed Rift vorbestellen, gibt es Assassin's Creed Remastered als kostenlose Version dazu. Sonst musst du halt vielleicht 20, 30 Euro zahlen, aber so hast du es dann ab einem gewissen Zeitpunkt schon in deiner Bibliothek und kannst es sofort spielen. Denn ich weiß nicht, wie teuer Rift sein könnte. Wir wissen laut den Leaks, dass das eigentlich ein DLC war, aber dann jetzt als, sag ich mal, eigener Ableger geplant ist. Und wenn wir uns angucken, wie Dawn of Ragnarok aussah mit 40 Euro, dann glaube ich, dass sich Assassin's Creed Rift in einer ähnlichen Range bewegt. Und das dann vielleicht, wenn es auch dieselbe Größe hat und dasselbe Volumen, vielleicht sogar schon viel zu teuer ist. Und wenn sie dann sehen, okay, Assassin's Creed 1 Remastered, ey, ganz ehrlich, da ist es schon gerechtfertigt, der Preis, das nehme ich mit. Wenn ihr meiner ersten Theorie zustimmt, dann lasst doch gerne mal einen Drängerdaumen nach oben da oder eure Meinung natürlich auch, da würde ich mich freuen. Möglichkeit Nummer 2, ein Remake zu Assassin's Creed 1. In diesem Jahr 2022? Da muss ich leider sagen, ich glaube nicht, dass wir es in diesem Jahr bekommen werden. Was wir auf jeden Fall bekommen werden, ist Trailermaterial, Gameplay, das kann ich auf jeden Fall mir vorstellen, dass wir schon heiß gemacht werden drauf und der Release wird dann im nächsten Jahr 2023 stattfinden. Nicht im Frühjahr, denn wir bekommen ja im Frühjahr laut den Leaks Assassin's Creed Rift und dann wäre das, sag ich mal, rein kommerziell für Ubisoft als Firma ja nicht so clever. Ich würde sagen, sie werden im Februar 2023 Rift veröffentlichen, dann im Spätsommer Assassin's Creed 1 Remake und werden dann im Frühjahr 2024 Infinity releasen und das ist, glaube ich, ein guter Plan. Da gibt es natürlich auf jeden Fall unendliche Möglichkeiten und unendlich dankbar wäre ich euch, wenn ihr mir mal eure Meinung da lassen würdet zu dem Thema. Sonst erwarten euch bald mehrere Videos, unter anderem 10 Dinge zu dem Niflheim DLC Verlorene Saga, denn im Trailer haben wir eine Menge Details entdeckt, die wir besprechen werden und sonst bleibt einfach geduldig. Achso, und Eivor würde sich wirklich wünschen, wenn ihr beim Abonnieren wirklich die Glocke aktiviert, oder Eivor? Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.